Die Faktenlage ist klar. Und die ist nicht erst seit jetzt klar, die ist schon seit 40 Jahren klar, wo wir uns hinbewegen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen sich noch in diesem Moment befinden, in dem man von einer katastrophalen Situation erfährt, aber noch nicht in der Bereitschaft ist, zu handeln und noch nicht handeln zu können. Und ich glaube, dass zum Beispiel die Bewegung Extinction Rebellion, aber auch Fridays for Future Ansätze sind, die Menschen aus dieser Ohnmacht rauszulocken und zu zeigen, jetzt ist der Moment, sich einzubringen, jetzt ist der Moment zu handeln. Das, was wir jetzt hier tun, das hat so auf den ersten Blick vielleicht nur Auswirkungen auf so die Menschen, die neben uns stehen oder die vielleicht so gerade in der Nähe sind. Aber ich glaube, dass tatsächlich das, was wir tun, auch viel, viel mehr Auswirkungen hat. Also auf eigentlich die ganze Welt, würde ich sogar behaupten. Ich glaube, wir müssen anfangen umzudenken, und zwar etwas radikaler in dem Fall sogar. Wir müssen uns halt fragen, wie wir letztendlich auch leben wollen. Und wir müssen anfangen, glaube ich, Mensch und Umwelt in den Vordergrund zu stellen und nicht diese Wirtschaftlichkeit oder dieses Profit. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns... Ich glaube, ich würde da anfangen zu sagen, dass die Normalität radikal ist. Und was ist dann eigentlich nicht radikal? Wenn ich in die Zukunft blicke und auch so an unsere Enkelkinder denke, dann glaube ich, dass sie in einer guten Welt leben können. Wenn wir das jetzt so schaffen, den Schalter umzulegen, befinden die sich in einer spannenden Phase, wo Gesellschaft anders definiert wird, wo der Umgang mit Ressourcen, mit Natur, wo das nicht mehr als so trennend erlebt wird. Das ist so meine Vorstellung. Ich glaube, das ist gut möglich. Wir haben nichts zu verlieren letztendlich. Also wir gehen ja nicht auf die Straße, weil wir das so lustig finden oder es toll finden, jeden Freitag mit dem Schild rumzutanzen, sondern wir sind eigentlich auch verzweifelt und wir haben eigentlich eine Welt zu gewinnen, und da sollte uns nichts davon aufhalten. Es gibt zwei Arten von Hoffnung beim Klimagerechtigkeitsthema. Die eine Hoffnung ist, dass man sich zurücklehnt und das irgendwie schon gelöst wird. Und die andere Hoffnung ist, dass wir eine Chance haben. Und was ich definitiv nicht mehr hoffe, ist, dass PolitikerInnen oder irgendwelche Unternehmen das Problem für uns lösen werden. Aber was ich hoffe, ist, dass wenn viele Menschen sich zusammenschließen und tatsächlich die Augen öffnen, dann sehe ich Hoffnung für unser Klima und damit für uns.